Servus zusammen. Heute schauen wir uns das Infotainment des Opel Insignias Facelift an. Man hat hier die Audio-Einstellung, dann kann man die Spracheingabe verwenden, kann man hier Pause drücken, vorspulen, da hat man die Menü für die Audio-Einstellungen, Klangeinstellungen. Man kann die verschiedenen Modus auswählen oder das eigene Profil auswählen, dann kann man einstellen, wo der Fokus liegt, also ob es überhaupt verteilt werden soll wie hier oder nur hinten oder nur vorne oder weiter links, weiter rechts, wenn man alleine fährt. Das kann man einstellen. Dann hat man Zufallswiedergabe, kann man automatische Lautstärkenanpassung, kann man anmachen, muss man nicht. Kann auch so scrollen. Traffic-Programm, ob es Meldungen über Stau oder solche Sachen geben soll, und Bluetooth-Geräte verwalten. Da kann man die Geräte wählen, kann man dann sich verbinden. So, dann hat man einfach Radio. Klickt man auf Radio, dann wird das Radio gestartet. Da kann man auf das Telefon gehen. Wenn man verbunden ist, kann man auch die Kontakte sich anschauen, Leute anrufen oder Nummern wählen. Oder wie schon da unten die Mailbox. Dann hat man hier auch die Navigation. Da kann man rein, rauszoomen, man kann auch sich so bewegen, das würde ich aber nicht empfehlen, das spinnt. Dann kann man das Ziel eingeben per Sprachsteuerung oder per Tastatur. Oder man kann auch das unten verwenden. Was steuert man? Das ist so nicht richtig Touch, da sind nur ein paar Punkte, die Bewegung erkennen. Jetzt eins nach rechts, eins nach links und eins nach links. Zwei sogar. Eins. Ja. Eins nach links, eins nach rechts. Also man muss bis so. Da kann man zurückgehen, weg. Da kann man auch zeichnen. Zum Beispiel A. Dann erkennt A. Kann man auch so eingeben. Kann man da auf die Einstellungen gehen, Schreibgeschwindigkeit einstellen, Buchstabengeschwindigkeit, die Sprachbestätigung, ob man sie haben will oder nicht. Man kann sie auch ausschalten. Dann sagen wir A, B. Jetzt ist aus. Kann man wieder anschalten. C. Kann man da rausgehen, kann man da sein Ziel eingeben. Man kann auch, wie man sieht man die Tankstellen. Da oben sieht man auch Hügel und Berge. Aber das würde ich nie empfehlen. Also für die Gesten ist das wirklich eine Katastrophe, aber es ist kein schlechtes Navigationssystem im Prinzip. Reset, dann wird automatisch wieder der eigene Ort angezeigt. Das eigentlich von diesen Einstellungen kann man noch Menü, verschiedene Sachen einstellen. Ziele, den Standort, Verkehr. Natürlich schauen wir uns das mit an. Verkehr. In der Nähe anzeigen. Verkehrsereignisse. Icons anzeigen. Stau, Umfahrung. Wenn man will, kann man die Kartenansicht ändern. In Fahrtrichtung Nord. Tag-Nacht-Modus. Den habe ich immer an. So mag ich's. Routenoptionen. Ob man Mautstrecken haben möchte, ob man durch einen Tunnel fahren möchte, ob man eine Fähre benutzen will. Sehr fließenden Verkehr vermeiden, also wenn Stau irgendwo ist oder irgendwas, kann man hier alles einstellen. Dann hat man noch andere Einstellungen. Ich kann die Zeit und das Datum einstellen. Uhrzeitanzeige, ob sie an oder aus sein soll. Sportmodus kann man einstellen. Wenn man das Flex-Ride-Fahrwerk hat, kann man sportliches Fahrwerk einstellen, wenn man auf den Sportmodus drückt, auf die sportliche Motorleistung. Die Motorleistung, glaube ich, wird nicht geändert, nur die Software vom Gaspedal wird geändert und die sportliche Lenkung, ob man sie haben will. Wenn man auf Sport ist, wenn man dann im Sportmodus ist, dann wird die Lenkung härter und schwerer zum Lenken. Aber ich finde es, auf der Autobahn fahre ich immer im Sportmodus, durch die Stadt fahre ich gerne im Tourmodus, weil der Unterschied ist relativ groß, auch im Fahrwerk, finde ich. Also man merkt schon einen deutlichen Unterschied, besonders wenn man über unebene Straßen fährt, ist Tour deutlich angenehmer. Aber wenn man sportlich fahren will, ist Sport auch deutlich besser. Also
weniger Wankbewegungen, man hat ein besseres Gefühl im Lenkrad, wenn man auf Sport stellt, also die sportliche Lenkung natürlich auch Anhalt. Aber man kann den Sportmodus auch theoretisch individuell einstellen. Ich kann auch einstellen, dass es Gas besser annimmt, aber die Lenkung sollte leicht sein und das Fahrwerk sollte trotzdem hart sein. Das kann man also individuell einstellen. Dann hat man die Sprache, kann man dann zu verschiedenen Sprachen auswählen. Da zeige ich einmal, welche Sprachen zur Verfügung stehen. Dann hat man Radioeinstellungen, man kann Favoriten haben, kann man auswählen, ob 5, 10, 15 oder noch mehr angezeigt werden. Da. Also man kann bis zu 60 Favoriten haben, obwohl kann man die Lautstärke anpassen und die habe ich aus, und maximale Einschaltstärke kann man einstellen. Fahrzeug wählen, Klimatisierung, Luftqualität, die Gebläsestufe einstellen, die automatische Beschlagentfernung kann man anmachen, wenn man möchte, das automatische Heckscheibenheizung. Ich mag lieber alles manuell, wenn ich Lust habe, dann mache ich das. Kollisionerkennungssysteme, also ich weiß nicht, ob es noch andere gibt. Ich habe den toten Winkelwarner und den Verkehrswarner beim Rückwärtsfahren. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Fahrzeug. Dann habe ich noch Signallautstärke, Personalisierung durch Fahrer. Habe ich an, Wischer mit Regensensor. Ist an. Da kann man die Beleuchtung, Fahrzeug findet ein Lichtsignal ist bei mir an, dass es Licht angeht, wenn man entsperrt, Links- oder Rechtsverkehr, und adaptive Fahrlicht kann man einstellen. Elektrische Türverriegelung kann man einstellen, offene Tür nicht verriegeln oder automatische Türverriegelung ist ein, offene Tür nicht verriegeln ist auch an. Dann kann man noch liegende Türen, ob nur die Fahrertür oder alles geöffnet werden soll, wieder verriegeln. Passive Türen, Verriegelung und Hinweis für ein liegenden Fahrzeug ist an. So, Bluetooth-Einstellungen, kann man ein neues Gerät verbinden, Geräteverwaltung, wie schon gesagt, haben wir schon gezeigt, Klingeltöne oder Mailboxnummern, Spracheingabe verwende ich nie, das Display kann man einstellen, ob es Tag oder Nacht ist, das kann man kalibrieren. Das Display kann man da auch ausschalten, wenn man es nicht verwenden will. Die Rückfahrkamera, Führungslinien, Verkehrswarner bei Rückwärtsfahrt, das ist Wart- und Hilfssymbole. Kann man wieder alles wiederherstellen. Hier wieder mal die Softwareinformationen. Und das Touchpad kann man noch verschiedene Sachen einstellen, ob es verkehrt sein soll oder nicht, also invertiert oder nicht. Kann man auch die Musik wechseln, kann man immer auf den Homescreen kommen, wenn man zum Beispiel in Audio ist, kommt man immer da zurück. Das sind die Favoriten, kann man noch mehr. Ich habe jetzt 15 eingestellt, obwohl ich keine 15 habe. Hier hat man einen CD-Spieler, kann man ihn ausfahren. Da steuert man die Lautstärke. Man kann auch das Lenkrad verwenden. Da kann man die Parksensoren an- oder ausmachen. Das sind die verschiedenen Fahrmodis und das ist die Traktionskontrolle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr habt daraus was gelernt oder es hilft euch bei der Entscheidung, ob ihr einen Insignia haben wollt oder nicht. Ich bin zufrieden mit dem Entertainment. Es ist nicht allzu langsam, wie man sieht, Startnavigation, es dauert nicht allzu lang, oder Telefon oder Audio. Das Handy verbindet sich oft schnell und problemlos. Man kann auch, wie bei vielen anderen, das Lenkrad dazu verwenden, um das Navigationssystem oder das Infotainment zu steuern. Hier hat man auch einige Funktionen. Es ist gut, sicher gibt es bessere als schlechtere. Also ich bin zufrieden und könnt ihr mal berichten, ob ihr zufrieden mit eurem Infotainment seid. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Danke.